Wechsle jetzt den Hut. Jetzt bin ich Moderatorin und sage die Katja Porsche an. Es ist mir eine große Ehre, dass ich dich ansagen darf, liebe Katja. Katja Porsche kennt jeder, aber Katja ist die Einzige, die nach diesem inspirierenden Tag den Sack richtig zumachen kann. Katja Porsche hat mit dem Berliner Telefonbuch ihre Karriere im Vertrieb angefangen, im Immobilienvertrieb. Sie hat zigtausend Telefonate geführt. Sie hat unglaublich viele Verkaufsgespräche geführt. Und wer mit dem Berliner Telefonbuch anfängt, seine Karriere aufzubauen und so erfolgreich zu werden, der weiß wirklich, wie es geht und kann den Sack jetzt zumachen, Leute. Nicht nur viel wissen, sondern was tun. Und das ist Katjas Job. Danke dir, Katja, deine Bühne. Lieben Dank. Lieben Dank, Conny. Guten Morgen aus Los Angeles. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich gut hören? Könnte ich Wenn nicht, dann einfach mal kurz in den Chat reinschreiben, weil hier ist teilweise die Verbindung ein bisschen spooky. Ich kann es gerade nicht ändern. Liebe Conny, du hast gerade gesagt, ich komme aus dem Vertrieb. Ja, ich habe tausende von Kaltakquise-Gesprächen geführt, auch ja. Und ich habe mir überlegt, worüber möchte ich heute wirklich reden? Was ist mir wichtig? Wie kann ich diese Zeit, diese 15, 20 Minuten, die ich habe, wie kann und wie möchte ich die wirklich nutzen? Was möchte ich erzählen, gerade in dieser heutigen Zeit? Und ich möchte nicht über den Vertrieb reden, sondern ich möchte über was anderes reden. Ich möchte eine Geschichte mit euch teilen, die mich für diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, die mich dafür quasi vorbereitet hat und auch stark gemacht hat und die mir heute dabei hilft, wirklich auch mit diesen Zeiten umzugehen und die mir auch in der Vergangenheit immer wieder dabei geholfen hat. Und zwar hat diese Geschichte angefangen, da war ich 18 Jahre alt. Nee, Quatsch, ich war 19, Blödsinn. Ich war 19 Jahre alt und ich bin zu meiner Mutter gegangen, das war kurz vor meinem Abitur, und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, sag mal, wie werde ich eigentlich erfolgreich? Ja, also was kann ich machen? Und meine Mutter, die hat mich irgendwie angeguckt wie die Kuh, wenn's donnert. Also die war, glaube ich, auf alles vorbereitet, aber nicht auf diese Frage. Und dann meinte sie zu mir, Katja, wie erfolgreich? Naja, ganz klar, mach dein Abi jetzt, mach's richtig gut, geh studieren und dann wird alles gut. Das war so die Welt, in der ich groß geworden bin. Das war die Welt meiner Mutter. Und ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie alt, jung ihr seid. Vielleicht kennt ihr ja noch diese Zeit, wo wir beigebracht bekommen haben, okay, mach ein gutes Abi, studiere, am besten was mit Zukunft, lass dich verbeamten. Ja, ich habe dann noch gehört, okay, Katja, schließ einen Bausparvertrag ab, dann klappt es irgendwann noch mit dem Reihenhäuschen. Dann fährst du auf Nummer sicher und dann am besten noch am Ende gehst du dann sicher in deine wohlverdiente Rente. Das war so die Zeit, so diese Bullabü-Zeit, in der ich groß geworden bin. Alles ist sicher, alles ist planbar. Und ja, wie gesagt, vielleicht kennt ihr diese Situation ja auch. Ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, okay, so funktioniert das Leben nicht. Und so funktioniert die Welt, in der wir heute sind, so funktioniert die Welt schon gar nicht mehr. Denn wir leben doch in einer völlig anderen Zeit heute. Die Dinge haben sich so schnell verändert und normalerweise müsste jetzt eigentlich meine Präsentation losgehen, aber sie geht nicht los, sie lädt noch. Jetzt kriege ich gerade meine Info, jetzt checke ich mal ganz kurz von LA nach Deutschland, ob ich hier irgendwas machen kann mit der Technik oder ob einfach der Upload so lange dauert, also das Hochladen, dass hier gerade gar nichts funktioniert. Nee. Okay. Wir wollen dich nicht verrückt machen, aber es ist tatsächlich so, wir arbeiten dran, dass die Folie hochlädt. Sie liegt auf dem Server, aber wir haben viel Traffic mit deiner Zuschaltung jetzt noch mehr bekommen und das verlangsamt die Sache umso mehr. Also kann sein, dass wir auf die Folie verzichten müssen. Tut mir leid. Auf alle oder nur auf die eine? Ich stelle mich vor Herausforderungen, alles ist gut. Absolut, ja. Der Peter hat angerufen und hat gesagt, wir müssen mal testen. Oder bevor wir über heute reden, lass uns doch mal in die Vergangenheit gehen. Wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, ja, dann hat es im 19. Jahrhundert über 100 Jahre gedauert, bis sich Wissen verdoppelt. Ja, über 100 Jahre. Wenn wir im Jahr 2000 unterwegs sind, das ist doch gar nicht so lange her, da ging das ein bisschen schneller. Im Jahr 2000 haben wir gerade mal 10 Jahre gedauert, bis sich Wissen verdoppelt hat. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was glaubt ihr, wie lange dauert es heute? Wie lange dauert es heute, bis sich Wissen verdoppelt? Schätzt mal. Das Spannende ist, wenn ich so in meinen Vorträgen die Frage stelle, dann kommt vielleicht 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre, die ganz Mutigen sagen dann 1 Woche. Und es ist nicht so.
Also wir brauchen heute geht es wahnsinnig schnell, heute braucht es gerade mal 24 Stunden. Es braucht gerade mal 24 Stunden, bis sich Wissen verdoppelt. Ich meine, hey, überleg mal, 24 Stunden, das heißt, wir sitzen heute hier, bei mir ist morgens, bei euch ist abends und morgen zur gleichen Zeit haben wir doppelt so viel Wissen, doppelt so viel Informationen auf dieser Welt. Das heißt, übersetzt, die Dinge verändern sich immer schneller. Immer schneller. Also das Gute ist, die coolen Dinge kommen immer schneller auf uns zu und das Gegenteil ist, der Mist kommt auch immer schneller auf uns zu. Und das, was die größte Challenge für uns ist, dass wir, gerade wenn wir in dieser Bullabü-Zeit von Sicherheit und Planbarkeit groß geworden sind, dass wir mit dieser Veränderung oder mit dieser Schnelligkeit der Veränderung überhaupt nicht gelernt haben, umzugehen. Das bringt uns keiner bei. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen, vor der wir auch gerade jetzt stehen. Denn wir sind auch gerade in der Situation, dass sich die Welt, in der wir mal gelebt haben, also die Welt, wie sie mal war, dass sich auf einmal innerhalb von Wochen total geändert hat. Und auf einmal stehen wir da und haben vielleicht keinen Job mehr. Wir haben vielleicht keine Existenz mehr. Wir wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Wir wissen nicht, wann wir unsere Freunde, unsere Lieben wieder besuchen können. Warm, also alles verändert sich so schnell. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und Corona ist ein Beispiel. Aber selbst vor Corona war es doch so. Ich meine, wie oft haben wir da gestanden und haben gedacht, oh Gott, diese ganze Digitalisierung, Globalisierung, die Schnelligkeit, der ganze Wettbewerb, kann ich überleben, soll ich überleben, wie auch immer geht es. Das ist diese Schnelligkeit, mit der wir klarkommen müssen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, wirklich erfolgreich zu sein in dieser Zeit, auch wenn uns gerade alles um die Ohren fliegt. Und ich lese gerade hier von Rico, dass meine Folien nicht hochkommen. Alles gut, dann mache ich es halt mal ohne. Die Frage ist, wie schaffen wir es, uns jetzt nicht wegdigitalisieren, wegdisrupten, wegkoronisieren und ich weiß nicht, was zu lassen. Und ich mag das jetzt gar nicht werten, sondern ich möchte einfach, ich weiß aus meinem eigenen Leben eins. Wir brauchen eine Kompetenz, die uns wirklich dabei hilft, egal was auch immer passiert, wirklich erfolgreich zu sein. Und mit erfolgreich meine ich nicht nur monetär. Jeder entscheidet für sich selbst, was Erfolg ist. Für mich bedeutet Erfolg, das Leben zu leben, was ich leben möchte. Und machen wir uns doch nichts vor, wenn wir uns anschauen, oder gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ja, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, Katja, du brauchst Wissen und Know-how. Das haben wir heute alle. Aber die Frage ist, wie schaffen wir es wirklich, das Beste aus unserem Wissen zu machen? Wie schaffen wir es, das Beste aus unserem Know-how zu machen? Wie schaffen wir es, das Beste aus der Situation jetzt zu machen? Und damit sind wir bei dem für mich wichtigsten Erfolgsfaktor in der Zukunft, in der wir leben, oder in der Gegenwart, in der wir leben, die uns erfolgreich macht für die Zukunft. Und mein wichtigster Erfolgsfaktor ist Machen. Es ist Machen. Es geht darum, was machst du? Es geht nicht darum, was weißt du und was kannst du. Es geht darum, was machst du aus deinem Potenzial? Was machst du aus der Situation? Und wie wichtig dieses Machen ist, das habe ich in der für mich schwersten Phase meines Lebens gelernt. Und es war in meiner Pleite. Conny hat ja gerade schon ein bisschen was über mich erzählt. Fakt ist, vor 7 Jahren sah mein Leben komplett anders aus als heute. Ich bin jetzt gerade in LA, weil ich pendel zwischen USA und Deutschland. Ich war vor 7 Jahren auch kein Speaker. Ich hatte nicht mal ansatzweise eine Idee, dass mein Leben mal so aussehen würde, wie es heute aussehen würde. Vor 7 Jahren war ich im Immobilienvertrieb. Und ich war auch erfolgreich. Also ich war mit Mitte 20 schon einer der abschlussstärksten Verkäufer. Ich bin in Berlin groß geworden mit der Kaltakquise. Conny hat es erzählt, Telefonbuch hoch und runter, hatte Abschlussquoten von 1:2. Und so ging das weiter. Und ich dachte, hey, cool, mir gehört die Welt. Und ich hatte einen Porsche vor der Tür stehen, hatte Freunde, Party gemacht und alles, was so dazu gehört. Und dann auf einmal kam die Situation, dass meine Provision nicht mehr kam. Also erst kam sie schleppend und irgendwann kam sie gar nicht mehr. Und ich habe einfach kein Geld mehr bekommen. Und ich habe gedacht, Moment mal, was passiert hier gerade? Vielleicht kennt ihr so eine Situation, dass ihr irgendwie realisiert, die Dinge verändern sich, die laufen in die falsche Richtung, aber ihr wollt es nicht wahrhaben, weil alles, was ich damals besessen hatte, meine Rücklagen, waren alles in diesem Unternehmen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass die mich auf einmal nicht mehr bezahlen. Und dann haben die mich immer weiter hingehalten und ich habe geglaubt und ich habe weitergearbeitet und gemacht und getan. Und Fakt ist, ich habe dann immer mehr gearbeitet und praktisch immer mehr Kohle ins Nirvana gegeben. Und irgendwann war mir klar, okay, Katja, jetzt ist es vorbei, du kannst nicht mehr. Ja, der Punkt war, es ist vorbei. Und da war auf einmal mein Leben sah von heute auf morgen komplett anders aus. Es sah komplett anders aus. Ja, mein Auto wurde beschlagnahmt, meine Konten wurden dicht gemacht, meine Kreditkarten eingefroren, meine Telefonverträge gekündigt. Ich hatte nichts mehr. Meine Wohnung wurde gekündigt, weil ich meine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ich habe keine neue Wohnung gefunden, weil meine Schufa kaputt war. Ich erspare euch den ganzen Kladderadatsch. Fakt ist, ich saß da und dachte, was passiert hier eigentlich? Und nicht nur die materiellen Dinge waren weg, auf einmal war noch ein Großteil meiner Freunde weg. Und das Allerschlimmste für mich damals war,
dass mein Stolz weg war. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt. Weil Fakt ist eins, du machst viel, aber du gehst nicht pleite in Deutschland. Das macht man einfach nicht. Und ich habe dann da gesessen und irgendwie ist mein ganzes Leben so vor mir zusammengebrochen und ich hatte keine Idee, wie ich da wieder rauskommen soll. Und ich weiß noch, wie ich dann eines Morgens bei mir in der Wohnung saß, in meiner neuen Wohnung, 22 Quadratmeter, nicht das Bad, die ganze Wohnung. Das war das Einzige, was ich bekommen habe. Und auf meinen 22 Quadratmetern gehockt habe, auf meiner Couch. Ich hatte noch nicht mal eine Küche, das war nur so eine Ecke und da stand mein Kühlschrank, der war leer. Ich hatte 10 Euro in der Tasche. Das ist jetzt so richtig schon bilderbuchmäßig, aber so war's. Und habe gedacht, okay, Katja, komm, das war's jetzt. Du kommst da nie wieder raus. Ich hatte keine Idee, wie ich diese Schulden jemals abbezahlen sollte. Und das Schlimmste war, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Denn ich wusste eins, ich wollte diese Immobilien nicht mehr. Also ich wusste, so wie es war, will ich es nicht mehr, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Denn ich konnte nichts anderes, dachte ich damals. Und vielleicht kennt ihr ja so eine Situation, wo ihr sagt, okay, so die Situation, wie sie jetzt ist, will ich nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, ja, dahin zu kommen, wo ich hinkommen will. Und ich war nur gefangen in meinem eigenen Gedankenkarussell, in meinen Schulden und in diesem ganzen Gedöns und habe echt gedacht, okay, das war's. Und dann fiel mir ein Satz ein, den mir mein allererster Chef an die Hand gegeben hat. Und er hatte zu mir gesagt, Katja, wenn du erfolgreich sein willst in deinem Leben, dann musst du dir eine ganz, ganz einfache Frage beantworten. Du musst dir die Frage beantworten, bist du der Busfahrer in deinem Leben oder bist du der Passagier? Und diese Frage kam mir durch den Kopf. Und ich habe nur ganz kurz drüber nachgedacht und dachte, oh, ich sage das Wort jetzt nicht, ich bin der Passagier. Ich habe es geschafft, mich zum Passagier meines eigenen Lebens zu machen. Ich hatte nicht mehr mein Leben unter Kontrolle. Mein Leben hat mich kontrolliert oder besser gesagt, meine Pleite hat mich kontrolliert. Ich habe nur noch reagiert. Und in dem Moment, als mir das klar geworden ist, habe ich gesagt, ey, Moment mal, was machst du hier eigentlich? Ich wollte da wieder raus. Ich wollte wieder leben, ich wollte frei sein, ich wollte wieder erfolgreich sein und ganz einfach ausgedrückt, ich wollte wieder so ein normales Mitglied der Gesellschaft sein. Und in dem Moment, als mir das klar wurde, habe ich gesagt, okay, Katja, komm, hör auf, gegen das Schicksal anzukämpfen. Du kannst die Umstände nicht ändern. Ich konnte nicht ändern, dass ich pleite war. Ich konnte nicht ändern, was mir alles passiert ist. Aber ich konnte ändern, was ich aus der ganzen Situation mache. Und ich habe mir an diesem Tag geschworen, ich werde aufhören zu jammern, ich werde aufhören, gegen die Umstände anzukämpfen, ich werde sie akzeptieren und ich werde das Beste aus meinen Umständen machen, die ich machen kann. Ich habe mir geschworen, ich werde das Beste aus dieser Pleite machen, was ich machen kann. Und das Coole war, dass in dem Moment, als ich diese Entscheidung getroffen habe, auf einmal so viel Energie und Kreativität durch meinen Kopf kam, wie vorher noch niemals zuvor. Es war, als ob ich mich selbst befreit hätte. Und in dem Moment, ich hatte ehrlich gesagt immer noch keine Idee, wie ich da rauskomme. Aber ich habe mir die Frage nicht mehr gestellt, sondern ich habe eine ganz, ganz wichtige Sache gemacht. Ich habe mich entschieden, wieder aufzustehen und loszulaufen. Und das Coole ist, in dem Moment, wenn wir laufen, kommt der Weg. In dem Moment, wenn wir laufen, kommt der Weg. Und das Spannende ist, dass wir es oft ganz andersrum versuchen. Wir denken, okay, ich will was verändern. Wie kann das denn funktionieren? Und dann suchen wir den Weg. Und wenn wir den nicht finden, machen wir es nicht. Und das ist blöd. Wir müssen es erst machen. Beim Laufen kommt der Weg. Erfolg ist nichts anderes als eine Entscheidung. Und ganz oft sind wir nicht bereit, diese Entscheidung zu fällen. Und ich habe damals die Entscheidung gefällt, dass ich wieder erfolgreich werden werde. Ich habe die Entscheidung gefällt, dass ich mein Leben wieder in die Hand nehme. Ich habe die Entscheidung gefällt, dass ich der Busfahrer meines Lebens bin und bin losgelaufen. Das war der Beginn meiner Speaker-Karriere. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal ansatzweise, dass ich Speaker werden will. Das war der Beginn und in dem Moment, nach einem Schritt kam der nächste. Und das ist das Coole, das ist das Movement, was denn entsteht, wenn wir uns trauen, loszulaufen, wenn wir anfangen, eine Vision zu haben und vor allen Dingen, wenn wir uns trauen, an diese Vision und an uns zu glauben. Und jetzt lass uns mal wieder zurückgehen zu unserer heutigen Situation. Wir wissen nicht, was den nächsten Monat oder die nächsten Monate passiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, in welchen Situationen jeder einzelne von euch ist. Ob es euch was gerade passiert, ob ihr Existenzängste habt, ob euch gerade euer Business um die Ohren fliegt, euer Businessmodell um die Ohren fliegt, ob ihr da steht und sagt, okay, scheiße, ja, was mache ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber eins, egal was auch jedem von uns gerade hier passiert, wir können es nicht ändern. Wir haben nur eine einzige Chance, das Beste aus dieser Situation zu machen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und das ist nebenbei gesagt eine verdammt coole Chance. Also ich habe irgendwann mal für mich begriffen, wir haben so viel Potenzial in uns drin, wir haben so viel Macht in uns drin, aber wir haben irgendwie nicht gelernt, sie zu nutzen. Wir haben jeden Tag die Chance, sind wir der Busfahrer in unserem Leben oder sind wir der Passagier?
Ganz oft habe ich das Gefühl, wir glauben, dass das Leben einfach geschieht. Aber ich weiß, das Leben geschieht nicht. Das Leben ist nicht das, was es ist, sondern das Leben ist das, was wir daraus machen. Dein Leben ist nicht das, was es gerade ist. Dein Leben ist das, was du entscheidest, jetzt aus deinem Leben zu machen. Deine Zukunft von morgen ist deine Entscheidung von heute. Und diese Entscheidung haben wir jeden Tag, die kann uns keiner nehmen. Die kann uns nicht Corona nehmen, die kann uns niemand im Leben nehmen. Die kann dir dein Chef nicht nehmen, den du vielleicht unzufrieden bist, dein Partner nicht nehmen. Das ist die Freiheit, die wir haben, die Freiheit, unsere Gedanken zu nutzen, und lass uns die verdammt nochmal nutzen. Gerade jetzt in dieser heutigen Zeit. Das ist für mich eine der wichtigsten Dinge, eine der wichtigsten Assets, eine der wichtigsten Kraftpunkte, die wir haben. Erfolg ist nichts anderes als eine Entscheidung. Und fällt die Entscheidung für euch jetzt, wie soll denn das Leben danach aussehen? Weil es gibt ja ein Leben nach Corona. Und das Spannende ist, dass wenn ich mit Menschen rede, auch im Netz, ich weiß nicht, wie es euch geht, natürlich lese ich ganz, ganz viel auch Angst. Und hey, ich sage ja nicht, dass ich mir keine Gedanken mache. Die Frage ist nur, wie sehr lassen wir uns steuern? Und wenn ich so an meine Bootcamps zurückdenke, die ich noch Zeiten vor Corona live gegeben habe, da war es halt so, dass ganz oft Teilnehmer zu mir gekommen sind und haben gesagt, oh Katja, ich bin verdammt unzufrieden mit meinem Job. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich traue mich nicht, mich selbstständig zu machen. Oder ich bin verdammt unzufrieden mit meiner Beziehung. Oder ich bin verdammt unzufrieden mit dem und dem. Und das Spannende ist jetzt auf einmal, wo etwas droht wegzubrechen, vielleicht der Job, ja, wo wir die letzten 5 oder 10 Jahre unzufrieden waren, jetzt auf einmal, wo wir Angst haben, diesen Job zu verlieren, ja, halten wir daran fest und denken, oh nee, bitte, bitte nicht. Warum? Warum nutzen wir nicht die Zeit, die jetzt da ist, dazu mal wirklich auf Stopp zu drücken, unser Leben in Frage zu stellen und zu sagen, okay, wenn sich doch alles verändert, wenn es doch diese Sicherheit nicht mehr gibt, wenn diese Planbarkeit doch weg ist, dann nutze ich doch die Chance und nutze die Chance jetzt und entscheide, wie mein Leben in 2 oder 3 Monaten aussehen soll. Es gibt eine einzige Sache, die uns wirklich davon abhält, das Leben zu leben, was wir leben wollen. Und das ist die stärkste Emotion, die wir haben. Und die führt genau dazu, was wir jetzt auch rechts und links immer wieder erleben. Und vielleicht habt ihr eine Idee, von welcher Emotion ich rede. Es ist nicht Liebe, es ist Angst. Angst ist die stärkste Emotion, die wir haben, die uns durchs Leben treibt. Und die Frage ist, lassen wir uns von unserer Angst steuern oder sind wir in der Lage, unsere Angst zu steuern? Denn überlegt mal, was machen wir genau, oder was passiert denn genau, wenn wir Angst haben? Was passiert in deinem Leben, wenn du Angst hast? Wenn wir Angst haben, machen wir automatisch eins, wir rennen immer in die falsche Richtung, wir rennen immer weg. Wenn wir Angst haben, sagen wir, wow, Kopf in den Sand stecken, entweder Totenstarre oder wir rennen weg. Und genau das, was mich damals in meine Pleite geführt hat. Das war, dass ich meine Provision nicht bekommen habe, ja, war Banane. Aber die Angst davor, pleite zu gehen, hat mich genau in die falsche Richtung rennen lassen. Sie hat mich in meiner Vergangenheit festgehalten. Ja, sie hat mich die Frage stellen lassen, oh mein Gott, was kann alles passieren? Wenn wir Angst haben, stellen wir uns automatisch die falschen Fragen. Wir stellen uns die Frage, was kann alles passieren? Und anstatt uns hinzustellen, die Situation zu akzeptieren und zu sagen, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, um da rauszukommen? Das Bescheuerte ist nur, dass wir mit dieser Angst im Endeffekt gerade in Deutschland, ich wollte schon sagen hier in Deutschland, aber ich hocke ja gerade in LA, dass wir mit dieser Angst groß werden. Überleg mal, was kriegen wir denn beigebracht in der Schule? Wir kriegen in der Schule beigebracht, boah, du darfst keine Fehler machen. In dem Moment, wenn wir einen Fehler machen, werden wir sofort bestraft. Wir kriegen beigebracht, das zieht sich durch unser ganzes Leben. Sobald wir irgendwas versuchen und es funktioniert nicht, ja, kriegen wir sofort einen auf den Deckel. Und was machen wir logischerweise? Wir versuchen, Fehler zu vermeiden. Das Bekloppte ist aber, dass wir nur aus Fehlern lernen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir Angst haben und versuchen, Fehler zu vermeiden, nehmen wir uns die Chance zu wachsen. Wir nehmen uns die Chance, wirklich erfolgreich zu sein. Und das kriegen wir nicht beigebracht. Und das ist doch das Blöde. Und das Coole ist aber, dass jeder von uns, keine Ahnung, ob du jetzt zu den Leuten gehörst, die sagst, hey, ja, ich hätte schon mal gerne mehr Mut. Ja, mehr Mut wäre schon cool. Glaub mir, wenn du dir jemals mehr Mut wünschst, ich kann dir eine Sache versichern, jeder von uns hat den Mut, den er braucht. Weil jeder von uns kommt mutig zur Welt. Wir kommen auf die Welt und sind bereit, über 30.000 Mal zu scheitern, ehe wir etwas können. Und ihr wisst, wovon ich jetzt rede. So lernen wir laufen. In dem Moment, wenn wir auf die Welt kommen und laufen lernen, sind wir bereit hinzufallen. Wir sitzen ja nicht da und denken, ja, den Schnuller da vorne hätte ich schon gerne, aber scheiße, was kann passieren? Vielleicht steht der Stuhl im Weg, vielleicht verletze ich mich, vielleicht passiert da irgendwas. Sollte ich nicht lieber einen Plan machen? Soll ich nicht lieber warten? Wenn wir mit unserem Mindset, was wir heute als Erwachsene haben, auf die Welt kommen würden, wir hätten nie laufen gelernt. Wir wären heute noch im Krabbel- und Grunzgang unterwegs und würden noch nicht mal sprechen, weil könnte ja schief gehen.
Als Kind machen wir genau das Richtige. Wir wollen irgendwo hinlaufen, los. Wir haben keine Angst zu scheitern. Wenn wir hinfallen, sagen wir, okay, shit, geht's halt weiter. Über 30.000 Mal. Und die Frage ist, wie oft sind wir heute bereit, hinzufallen? Du kannst dir mal überlegen, wie oft sind wir heute bereit zu scheitern? Teilweise haben wir noch nicht mal den Mut, einmal zu scheitern. Und dabei würde uns genau das dahin bringen, wo wir hinkommen wollen. Ich habe durch meine Pleite eine Sache verstanden. Für mich gibt es heute keine Fehler mehr in meinem Leben. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie so, bla bla, sondern für mich ist in dem Moment ein Fehler, was ganz einfach ist. Für mich ist ein Fehler nichts anderes als ein ganz normaler Step auf dem Weg zum Ziel. Jeder Fehler, wo ich weiß, okay, hat nicht funktioniert, heißt, okay, die Richtung hat nicht funktioniert, dann laufe ich halt weiter. Ich bin ja gerade in LA und das Spannende ist, wenn wir im Silicon Valley sind, gar nicht so weit weg von hier, da gibt es diesen Begriff Scheitern auch gar nicht. Die haben eine Idee, sagen, hey, komm, wir bringen die Idee in die Welt und wenn sie nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert, dann sagen die nicht, wir sind gescheitert, sondern die sagen, wir pivoten. Also die ändern einfach den Weg, die ändern die Richtung. Und das, was ich mir wünsche, was ich mir wirklich für uns alle wünsche, ist, dass wir aufhören, dieser Angst so viel Macht in unserem Leben zu geben. Dass wir aufhören, uns Fragen zu stellen, die uns automatisch zu der Angst führen, sondern dass wir anfangen, Fehler als das zu sehen, was sie sind, nämlich als Teil unseres Lebens, der uns wachsen lässt und der uns diesen Fehlern nicht die Chance geben, uns zu hindern. Und genau das betrifft doch jetzt auch die Zukunft. Ich meine, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann habe ich die Möglichkeit, schaue ich mit Angst in die Zukunft oder schaue ich mit Mut in die Zukunft? Und das ist eine Entscheidung. Und ich habe mich in meinem Leben damals entschieden, ich werde mich nie wieder von der Angst steuern lassen, ich schaue mit Mut in die Zukunft, nicht mit Angst. Und ich werde immer wieder gefragt, sag mal, Katja, ja, aber wie ist denn das? Es ist doch nicht so, hast du denn keine Angst mehr? Natürlich habe ich Angst. Aber das Coole ist, ich entscheide heute, vor was ich Angst habe. Früher hatte ich Angst davor, nicht gut genug zu sein. Früher habe ich Angst davor, nicht perfekt genug zu sein. Heute habe ich Angst davor, nicht authentisch zu sein. Das entscheidet, wie ich mich verhalte. Früher hatte ich Angst davor, zu scheitern, zu versagen, dass irgendjemand sagt, boah, guck mal, Katja, du hast es nicht geschafft. Heute habe ich Angst davor, mir irgendwann mal eingestehen zu müssen, ich habe es nicht versucht. Entscheide du, wovor du zukünftig Angst hast. Wenn du an deine Zukunft denkst, überleg dir, was ist wirklich die Zukunft, auf die du zurückblicken willst. Ich habe ein ganz einfaches Bild, das ist für mich mein Motivator meines Lebens. Ich stelle mir vor, wie ist es, Katja, wenn du mit 70 auf einer Parkbank sitzt und mit 70 auf dein Leben zurückblickst? Auf was für ein Leben möchtest du zurückblicken? Und immer, wenn ich vor einer Entscheidung in meinem Leben stehe, dann sage ich, okay, wenn ich auf dieses Leben zurückblicke, würde ich es bereuen, dass ich diesen Schritt nicht gegangen bin. Und wenn ich es bereuen würde, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Den ersten Schritt machen, losgehen. Und wenn ich merke, ich habe Angst, dann überlege ich mir, okay, was ist denn schlimmer? Was passiert denn, wenn ich dieser Angst nachgebe? Was passiert? Und in dem Moment, wenn ich die Antwort darauf habe, dann sehe ich die Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind meistens die ich nicht haben will. Eine der wichtigsten Instrumente übrigens, die wir haben, unsere Angst zu steuern, sind die Fragen, die wir uns stellen. Ganz oft lassen wir uns von unserem Unterbewusstsein, von unseren Fragen steuern. Weißt du, ich meine mal ganz ehrlich, wie oft hast du dir vielleicht schon mal überlegt, boah, bin ich gut genug? Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Und was passiert, wenn wir uns so eine bekloppten Fragen stellen, wie bin ich eigentlich gut genug? Was sagt uns unser Unterbewusstsein? Oder wenn wir morgens aufstehen und sagen, wieso bin ich wieder diejenige oder derjenige, der auf die Klappe kriegt? Oder wenn wir uns überlegen, wieso schaffe ich das wieder nicht? Dann gibt uns unser Unterbewusstsein die Antworten, warum wir zu blöde sind. Es gibt uns unsere Antworten, warum wir es mal wieder nicht schaffen. Na, wie bescheuert ist das denn? Das heißt, wir stellen uns teilweise Fragen, wo wir uns Antworten geben, die uns abhalten. Also lass uns doch lieber unsere Fragen kontrollieren. In dem Moment, wenn wir es schaffen, unsere Fragen zu kontrollieren, kontrollieren wir unsere Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken kontrollieren, kontrollieren wir unser Verhalten. Es fängt immer bei uns an. Wir entscheiden. Und überleg doch mal, was für Fragen stellst du dir schon morgens, wenn du aufwachst? Was für Fragen stellst du dir für deine Zukunft? Stellst du dir die Frage, okay, was kann alles schiefgehen? Was kann alles weg sein? Was kann alles nicht funktionieren? Dann wirst du die Antworten darauf kriegen. Oder stellst du dir lieber Fragen wie schaffe ich es, das Beste aus der Situation zu machen? Wie schaffe ich es, dass heute der beste Tag meines Lebens wird? Wen kann ich heute glücklich machen? Wie schaffe ich, dass ich heute Abend ins Bett gehe und sage, hey Katja, war ein richtig geiler Tag? Überlegt euch doch mal bewusst für euch wirklich Fragen, Powerfragen, mit denen ihr in die Zukunft gehen wollt. Und meine wichtigste Powerfrage, die möchte ich euch jetzt zum Schluss noch an die Hand geben. Und das ist die Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst mehr hätte? Überleg mal, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Was würdest du morgen vielleicht anders machen?
wenn du keine Angst mehr hättest? Und wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, dann weißt du, was du zu tun hast. Mach's einfach. Fäll die Entscheidung und setz es um. Und glaub mir, aus meinem eigenen Leben weiß ich eins, es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt, damit anzufangen. Und der ist jetzt. Also fang damit an. Danke. Liebe Katja, vielen, vielen Dank für dein unglaubliches Feuerwerk. Bei dir ist es ja noch mittags. Umso beeindruckender. Hier läuft im Chat eine begeisternde Bemerkung nach der anderen rein. Begeisterungsrakete, Feuer und Flamme. Lieben Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Freut mich mega. Und das trotz ohne Folie. Ich würde allerdings aus meiner Erfahrung sagen, fast weil ohne Folie. Also, herzlichen Dank. Überragend. Dich würde ich gerne mal persönlich treffen. Geschlecht lassen wir jetzt mal unkommentiert. Vielen, vielen Dank für die wahnsinnig tollen Kommentare. Hey Marie, ich sehe dich gerade. Liebe Grüße, Marie. Und auch liebe Grüße an euch alle, die ich nicht kenne. Wir haben noch 2, 3 Minütchen. Wie oft machst du diese Übung mit den 70 Jahren auf der Parkbank sitzen? Ist das eine regelmäßige Geschichte? Was kannst du uns allen Zuhörerinnen und Zuhörern davon mitgeben? Du, das Schöne ist ja, dass wir Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere, ne? Und wir gewöhnen uns ja an alles. Die Frage ist immer, gewöhnen wir uns an das, was uns gut tut oder an was es nicht gut tut? Und für mich ist dieses Bild so stark in mir manifestiert, dass es kein bewusster Prozess mehr ist, sondern das ist unbewusst. Also in dem Moment, ich steuere das gar nicht mehr, sondern das ist so zum Teil meines Lebens geworden, dass ich, wenn ich vor Entscheidungen stehe, dieses Bild automatisch habe. Ich kann es gar nicht mehr verhindern, dass es boom aufflasht und ich automatisch diese Rückwärtsperspektive habe und generell im Leben. Weißt du, wenn wir nach vorne gucken, dann sind die Dinge meistens immer noch so weit weg. Wir denken, ich kann das morgen machen, übermorgen machen. Wir verschieben das aufs nächste Jahr, wir verschieben es aufs übernächste Jahr, weil wir ja immer denken, wir haben noch so viel Zeit. Und diesen Selbstbeschiss können wir aushebeln, wenn wir die Perspektive wechseln und einfach mal von der Zukunft zurückblicken, weil dann wird auf einmal klar, hey, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Und es macht Sinn, wenn wir was machen, es jetzt zu machen. Ja, aus der Zukunft nach vorne gucken sozusagen. Das ist immer wieder dieses Bild von den Visionären. Und das hast du ja nun wirklich toll dargelegt. Wir versuchen gerade noch Conny hinzuzuholen. Ich bin noch da, ja. Da ist sie, hat auch noch Fragen gesammelt. Conny, it's your turn. Also ich habe keine Fragen. Ich bin von Katja jedes Mal geflasht und ich bin vor allem unheimlich dankbar, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, ich wusste, du machst den Sack zu für uns alle. Wir haben so einen tollen Tag gehabt, so viel Inspiration und jetzt dieser Abschluss. Ich muss halt ein bisschen ziehen, dass hier meine verdeckte Wand nicht so auffällt. Und klasse. 1000 Dank an Anne, 1000 Dank an dich. Gerne. Ich probiere gerade parallel mein Akku noch zu halten. Sorry, deswegen bin ich gerade aus dem Bild. Hier gibt es eigentlich keine Fragen, die sind alle platt von dir. Aber das hast du auch verdient. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank an euch alle. Und liebe Grüße nach Deutschland. Grüße in die USA, die Begeisterungsrakete. Auf bald, alles Liebe. Ich hoffe auch, dass die Familienzusammenführung wieder klappt. In welche Richtung auch immer. Alles Gute, auf bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke, Katja.